Bei unserem Kanal machen wir es ja so, wir fragen immer nach, wann hat das Ganze angefangen und wann war so ein bisschen der erste Moment, wo du gemerkt hast, hey, irgendwas stimmt mit mir nicht, irgendwas ist mit meinem Körper anders. Also vorneweg, ich habe ja eine Darmkrebsdiagnose und die habe ich bekommen im Oktober 2015, Mhm. weil ich einen Darmverschluss hatte und dann quasi in die Klinik gehen musste und operiert werden musste und da wurde dann eben ein 6,5 Zentimeter großer Tumor gefunden. Ich selbst bin natürlich erstmal völlig aus allen Wolken gefallen, weil damit habe ich nie gerechnet. Okay. Ja. Aber ganz oft ist es ja so, dass man Geschichten oder Symptome erst rückwärts betrachtet versteht und dann wird einem Mhm. klar, ne? Und Genau. ich hatte schon im Frühsommer ging es mir schon deutlich schlechter und ich war sehr abgeschlagen und ich dachte, Mhm. dass das vielleicht von meiner chronischen Darmentzündung kommt und ich hatte halt auch einfach viel Stress zu dem Zeitpunkt und dann hatte ich plötzlich Nachtschweiß und dann hatte ich habe schnell viel abgenommen Mhm. und irgendwann war es dann im Sommer so, dass ich im Urlaub war und ich regelrecht vor dem vollen Teller verhungert bin. Also ich konnte von einem auf den anderen Tag nichts mehr essen, weil ich das Gefühl hatte, meine Kehle hat sich zugeschnürt. Okay. War ein halbes Jahr vorher ungefähr. Und dann kam die Krebsdiagnose. Wenn man es dann Okay. natürlich rückwirkend liest, weiß man, ja, Nachtschweiß, schnelle Abnahme und sowas, dann ja, aber gerade bei einer jungen Frau schieben es die Ärzte halt oft auf ganz viele andere Dinge, eben wenn du schon eine chronische Darmkrankheit hast. Ne? Genau. Wie lange hattest du denn schon diese entzündliche Darmerkrankung? Ich habe die Diagnose bekommen, da war ich 16 Jahre alt und Okay. die Symptome hatte ich aber schon seit meinem 5. Lebensjahr. Oh wow. Okay. Okay. Und was heißt es? Wie ausgeprägt war es, die Entzündung? Also es ist tatsächlich so gewesen als Kind, als noch gar, ich hatte ja am Anfang keine Medikamente und nichts und niemand wusste, was mit mir los ist. Und da bin ich teilweise 40 Mal am Tag auf die Toilette gegangen. Also da Mhm. war auch in der Pubertät war quasi ein normales Leben mit den Freunden in den Urlaub fahren, zum Zelten an den See, das gab es für mich nicht dadurch. Mhm. Okay, krass. Okay, dann hat es so früh eigentlich angefangen, dieses Ungleichgewicht. Und dann mit 28 habe ich gelesen, also das war 2015 dann, vor 5 Jahren, war dann so, okay, jetzt ist es klar, da ist ein großer Tumor, wir müssen operieren. Was waren dann die nächsten Schritte? Also die haben den Tumor erstmal rausgenommen, weil es ja ein Zufallsbefund war. Und dann habe ich erstmal eine Chemotherapie gemacht. Die erste Chemotherapie habe ich angefangen und hatte gleich danach eine Sepsis. Ich habe so einen Portkatheter, über den läuft quasi das Medikament und der hat sich dann entzündet und dann hatte ich diese Sepsis und musste erstmal pausieren mit der Therapie. Und in der Zeit haben sich aber dann leider Metastasen demaskiert in meiner Leber und in den Lymphknoten. Und dann haben wir erst versucht, die zu behandeln, in der Hoffnung, dass ich die vielleicht wieder loswerde. Aber um Weihnachten rum war dann klar, dass ich nicht mehr heilbar bin. Mhm. Ja, ja, okay. Und einfach so gefragt, wie ist es denn in der Zeit, wenn du merkst, okay, vorher, das war eine chronische Erkrankung und jetzt hat sich das so manifestiert, dass mein Körper versucht, Teile von mir abzustoßen. Wie, in dem Moment, was ist in dir vorgegangen? Oder warst du noch so in diesem Schock, okay, OP, Chemo, jetzt das, jetzt das? Kamst du mal in diese Zeit der Reflexion rein oder war das schwer? Also am Anfang habe ich es nicht begriffen. Am Ja, Anfang habe ich mich gefühlt wie in einem Fall und ich schlage einfach nicht auf den Boden auf. okay. Aber ich bin am Anfang auch davon ausgegangen, okay, ich werde jetzt diese Chemotherapie machen. Ich meine, ich wurde tumorfrei operiert. Ja, ich sollte die vorbeugend machen. Ich dachte, ich mache diese Therapie und dann ist gut. Dann habe ich mein Leben wieder. Aber wenn du plötzlich den Jahreswechsel auf der Palliativstation verbringst, dann
ist es schlimm. Und ich habe mich irrsinnig um mein Leben betrogen gefühlt. Weil es gab so viele Dinge, die ich noch nicht gemacht habe. Und da kam dann auch der Trotz in mir hoch, ne? Weil ich wollte einfach nicht akzeptieren, dass ich vielleicht gar nicht 30 Jahre alt werde. Seitdem finde ich übrigens total bescheuert, wenn jemand immer sagt, ach, ich bin 29. Ich freue mich, dass ich 30 geworden bin. Mhm. Ja, ja. Ja, die Sicht auf das Leben, das ändert sich komplett. Das, Stimmt. ja. Und dann ging es ja weiter mit noch mehr Chemos. Also schlussendlich, also ich kann mir das nicht vorstellen, Susanna. Schlussendlich waren es 12 erfolglose Chemotherapien. Genau, ich habe erstmal die ersten, also es gibt so einen Standardweg, den man quasi als Leitlinie durchläuft bei einer Krebstherapie. Und den allermeisten Menschen helfen diese Standardtherapien auch. Das heißt, ich habe die erste Standardtherapie gemacht und die schlug sogar noch ganz okay an. Dann haben wir noch einen Antikörper dazu genommen, weil wir gedacht haben, wir verstärken das. Dann ging es mir schlechter. Und dann ging es aber nur noch in Richtung Tal, also von Untersuchung zu Untersuchung sind die Metastasen gewachsen. Und wir haben halt versucht, die nächste Variante im Standardschema zu machen, weil ich halt zu jung noch bin. Und Ja. hat aber leider, also die 12. wollte ich eigentlich schon gar nicht machen, weil die Erholungsphasen immer länger geworden sind. Wenn du 2 Wochen Abstand zwischen der Therapie hast und dir geht es 3 Tage schlecht, dann hast du aber dafür vielleicht noch 11 gute, dann ist es tragbar. Aber wenn du schon 10 Tage brauchst, um dich zu berappeln oder irgendwann 12 Tage, dann steht es halt in keinem Verhältnis mehr. Und dann wollte ich die 12. eigentlich gar nicht machen und habe mich dann aber doch ganz bewusst dafür entschieden, dass ich es doch mache, weil ich mir niemals hätte sagen wollen, was wäre, wenn ich sie doch gemacht hätte. Ja, ja. Wie hast du diesen Entscheidungsprozess für dich gestaltet? Wie kann ich mir das vorstellen? Also du weißt, ich habe 11 hinter mir, da wird mir jetzt eine 12. angeboten. Wie überlegst du da? Oder ja, also wirklich ganz blöd gefragt, aber wie findest du hier eine Entscheidung für dich selbst? Naja, einerseits ist es das Bauchgefühl irgendwo. Man macht sich natürlich auch schlau und schaut sich die Faktenlage an. Aber die Fakten haben auch gesagt, dass das erste Schema vermutlich helfen würde. Und irgendwann kommt der Punkt, da hörst du halt deinen Bauch. Ich habe Gespräche geführt, damals mit meinem Partner, was ich machen soll. Und habe meine Ärzte gefragt. Ich habe auch meine Hausärztin gefragt. Und am Ende habe ich mich aber dann doch für mein Bauchgefühl entschieden, weil ich kenne mich und ich weiß, dass ich, wenn ich 11 mache und das Staging ist schlecht, dann weiß ich, vielleicht habe ich nicht alles versucht. Vielleicht wäre es am 12. besser gewesen. Ja, Und das wollte ich nicht, weil ich finde, es nimmt einem Menschen ganz viel Ruhe und ich will immer das Gefühl haben, ich habe alles getan, wohinter ich stehen kann. ja, das verstehe ich voll. Wie geht es dir jetzt? Was ist so die Momentaufnahme? Wo seid ihr dran? Mir geht's gut und ich habe 2016 angefangen mit einer Immuntherapie. Das ist jetzt die 3. Säule in der Krebstherapie und da hatte ich wirklich Glück, weil nur ganz wenige Patienten, die Darmkrebs haben, für diese Therapie überhaupt in Frage kommen. Okay. Und es gab damals auch keine Vergleiche. Es gibt auch bis heute wenig Vergleiche von Patienten, die schon eine Autoimmunerkrankung haben. Aber ich bin quasi so ziemlich eine der ersten gewesen in Deutschland, die mit Darmkrebs diese Therapie gemacht hat. Und toi, toi, toi hat sie sehr schnell, sehr gut angeschlagen. Das heißt, ich war im August habe ich sie angefangen. Im September 2016 war ich noch die meiste Zeit im Rollstuhl, weil ich so schwach war. Und im Februar 2017 habe ich dann schon einen ganz wichtigen Traum für mich verwirklicht und bin nach Indonesien geflogen. Echt? Ja, also mir ging es wirklich schnell besser und dann habe ich aber ganz schnell gelebt, ne? Ja. Und wie hast du das gemacht in Indonesien? Also hast du dich da speziell auch geschützt, also dein Immunsystem? Naja, ich ernähre mich gesund und ich achte schon drauf, dass ich jetzt nichts grob Fahrlässiges mache. Also wenn ich jetzt irgendwie
verreise, dann esse ich jetzt nicht zwingend Salat oder solche Sachen, einfach aus hygienischen Gründen. Und ich achte auf meine Vitamine und ich mache alles, was ich halt so machen kann. Ich bewege mich und versuche ganz positiv zu denken, dass ich bestimmt Glück habe und mir wird schon nichts passieren. Mhm. Und für den Notfall habe ich halt meine Bedarfsmedikation dabei. Ja. Da hast du so wichtige Punkte angeschrieben, die bei den Interviews, die ich immer führe, sich herauskristallisieren. Einerseits mal das Mindset, also das Gegenteil von Angst, super wichtig. Ist jetzt auch eine neue Studie rausgekommen über die Corona-Fälle, also die schweren Fälle, dass Menschen einerseits mit Übergewicht und viel Fett im Blut natürlich eine Risikogruppe sind, aber auch die, die an Ängsten leiden. Fand ich mega spannend. So, wow, okay. Mindset ist wichtig. Und dann hast du noch die Ernährung angesprochen. Wie ernährst du dich denn? Also ich ernähre mich hauptsächlich pflanzlich und ich versuche möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu mir zu nehmen. Also ich koche sehr gerne und sehr viel und auch ganz gut. Das ist Cool. förderlich dazu. Und ich versuche schon Ballaststoffe, viele Ballaststoffe zu mir zu nehmen, weil das einfach meiner Verdauung sehr gut tut. Im Moment ist es so, dass es bei mir mit Obst und so nicht so gut ist. Also ich kann das schlecht verdauen, deswegen wenn, dann hauptsächlich irgendwie Smoothies, weil mir das Mhm. besser tut. Ja. Aber letztlich lieber mehr Gemüse als Obst. Mhm. Und ab Ja. und zu, finde ich, darf man schon ruhig auch mal ein bisschen Schokolade naschen. Das ist dann der Teil die Seele. Ja, die Seele darf man auch nicht außer Acht lassen. Wie ist es denn, wurde dir, also hast du vom Krankenhaus aus eine Ernährungsberatung bekommen? Weil damals, als es mir so schlecht ging, ich hatte Reizdarmsyndrom und unzählige Unverträglichkeiten. Da war pflanzenbasierte Ernährung und konservierungsstoffarm, das haben sie nicht mal in den Mund genommen. Also, wurdest du da gut beraten oder bist du da durch Eigenrecherche drauf gekommen? Also ich hatte Ernährungsberatung sowieso, weil ich sehr lange künstlich ernährt wurde, weil ich nicht Mhm. essen konnte. Da habe ich halt so einen vorgemischten Beutel gehabt, der wurde mir dann angehängt und das war dann mein Essen. Und dann hatte ich eine Ernährungsberatung im Rahmen einer Studie, Ah die ja. ich hab so eine Sport- und Ernährungsstudie gemacht an der Uniklinik. Und da also tierische Produkte ja, weil in der Ernährungspyramide nach der DGE steht halt nun mal wenig weißes Fleisch, Milch und Käse und das ist halt wichtig für den Proteinbedarf. Ähm, Ich weiß, aber mir tut's nicht gut. Weißt du, ich habe immer Darmentzündungen und wenn meine Darmentzündung und ich Milch trinke zum Beispiel, dann wird es halt einfach deutlich schlechter. Mhm. Und ich bin auch keine Babykuh, deswegen brauche ich die Milch nicht und ich lasse sie halt einfach für mich weg. Aber ich nenne es tatsächlich auch nicht vegan, weil ich das Gefühl habe, das Wort vegan triggert. Deswegen hauptsächlich Pflanzen. Immer noch. Ja, Warum? ich Also nicht, mich triggert es nicht und meine Community auch nicht. das ist gut. Nee, tatsächlich, macht's einfach. Also für mich ist es völlig okay, wenn jemand sagt, ich möchte Fleisch essen, ich möchte Milchprodukte essen. Mir ist es egal, dass ich Beschwerden habe. Ich brauche das, dann okay, aber ich selbst für mich möchte es halt nicht. Und ich möchte es aber auch nicht irgendwie immer argumentieren müssen, warum ich es so mache. Ja, ja, das ist ein gutes Statement, was du jetzt gerade abgegeben hast. Ja. Und das heißt, du hast es einfach gemerkt, hey, die Sachen vertrage ich überhaupt nicht gut und bist dann für dich so einen Weg gegangen. Und du hast vorhin auch noch gesagt, mit Vitaminen, dass du die noch nimmst. Wie sieht das aus? Was nimmst du da? Also ohnehin B12, das ist ja sowieso wichtig bei einer veganen Ernährung. Und D3 und K2 nehme ich. Und sonst lasse ich regelmäßig meine Blutbilder machen und ich lasse auch meinen Vitaminhaushalt, also die Vitamine und die Nährstoffe quasi checken. Und da, wo halt mal ist, nehme ich halt noch zusätzlich was. Ja, ja. Wow. Also du sitzt hier mit strahlenden Augen und hast so eine Geschichte. Hast du irgendein Geheimnis,
wo du sagst, daraus ziehe ich wirklich meine Resilienz? Das hat mir Stärke gegeben. Ich glaube, ich bin ja mal den Jakobsweg gelaufen und da hat sich mir ein Statement in meinen Kopf gebrannt, nämlich, egal, also ich bin 11 Etappen gelaufen bis nach Santiago und an 10 von 11 Etappen hat es fürchterlich geregnet. Und Echt? Oh ja, nein. wirklich. Am ersten Tag war das Wetter noch ganz gut und danach war es einfach nur noch schrecklich. Und ich habe da ganz oft auch mal gezweifelt oder so, ne? Aber ich habe es mir immer schön geredet und habe mir gesagt, es ist, wie es ist. Und es hat sich mir so eingebrannt, dass ich sage, es ist halt einfach so, wie es ist. Ich kann jetzt durch diesen Regen laufen und ich kann die ganze Zeit schlecht gelaunt sein und mich ärgern und mir selber leid tun, dass ich arme Frau hier durch diesen Regen laufe. Oder ich finde meine Freude. Und ich habe mich halt entschieden, dass ich in diesem Regen lieber lachen will. Weil so oder so regnet es. Aber die innere Haltung, die kann ich immer selbst beeinflussen. Ja, Das rate ich auch jedem. ja. Es ist so ein bisschen die Entscheidung für grundlose Freude. Ja, Sagen, ich entscheide mich für die Freude, die Dankbarkeit. Ja, das ist natürlich eine mega positive Energie, die dein ganzer Körper spürt, wo du einfach die richtigen Hormone ausschüttest die ganze Zeit. Aber trotzdem mega beeindruckend und so geil, dass du diese Erkenntnis hattest und das noch auf dem Jakobsweg. Das ist mega schön. Wann bist du den gelaufen? ich bin 2018 gelaufen von Porto nach Santiago de Compostela und zufälligerweise bin ich tatsächlich auch pünktlich zur Ostermesse angekommen damals. Also das hatte ich nicht so geplant, Mhm. aber das war dann Ja. schön. Das heißt, als du den gelaufen bist, warst du eigentlich schon mittendrin in Genau. deiner Krebserkrankung. Ich nenne es immer schon ein bisschen drüber, weil da habe ich dann schon die Immuntherapie gemacht und da ging es mir Ah schon, ja, okay. Ja, ja. die schlechte Phase war schon deutlich. Mhm. Deutlich. Ich habe letztens von dir eine Story mitbekommen. Da hast du den Followern die Möglichkeit gegeben, dass sie Fragen stellen können. Genau. Und da waren dann doch viele Fragen zu deinem Bezug zum Sterben. Weil gerade wenn man auf der Palliativstation gelegen ist, also ich kann mir das selbst gar nicht vorstellen, aber auf dieser Station, das ist ja eigentlich diese Endstation, wo sich die Menschen verabschieden und sich Gedanken machen, ja, okay, wie gehe ich eigentlich von dieser Erde? Ja, was sind da deine Gedanken dazu? Also tatsächlich nur, in vielen Köpfen ist der Glaube, dass die Palliativstation die letzte Station ist. Mhm. Aber das ist eigentlich gar nicht der Fall, weil Erzähl. die Palliativstation ist ja dafür da, damit, okay, da sind nur Menschen, die eine schwere Krankheit haben, die vermutlich auch im Endstadium ist. Aber das Ja. Ziel der Palliativbewegung ist es, den Patienten oder die Patientin mit möglichst guter Lebensqualität nochmal zurückzuschicken. Also Mhm. nach Hause oder in ein betreutes Wohnen oder so. Und Ja. die letzte Station ist eigentlich das Hospiz. Und Mhm. viele Menschen scheuen sich auch davor, frühzeitig auf die Palliativstation zu gehen, weil sie denken, oh Gott, ich sterbe jetzt. Mhm. Weil Mhm. jedem sagen, ich habe so sehr profitiert, früh auf die Palliativstation gegangen zu sein, weil mir dort einfach besser geholfen werden konnte. Mhm. Und ich war auf vielen Klinikstationen, in verschiedenen Abteilungen und keiner Station war so viel Leben wie auf der Palliativstation. Erzähl, was hat das Leben ausgemacht auf dieser Station? Ich meine, da kommen Besuchshunde und die dürfen in dein Bett. Echt? Ja, das ist sehr schön. Bei uns sind das Ja, Öfi. Die kriegen dann so ein. wow. Das klingt mega heilsam. Das müsste es im Ja, Krankenhaus auch geben. ja, oder es gibt eine Musik, also so eine Musiktherapie, die kommt immer. Es gibt eine Kunsttherapie. Man kann sich regelmäßig massieren lassen. Da kommt dann die Physiotherapie. Und es gibt einen Raum, das ist aber gleichzeitig auch der Abschiedsraum, der Raum der Stille. Aber da kannst du auch reingehen. Und es gab bei uns zum Beispiel sogar ein Klavier. Und gelegentlich ist dann jemand gekommen und hat ehrenamtlich Klavier gespielt. Wow.
Und das ist, Das ist so heilsam alles. es tut so gut und es ist auch durch den Personalschlüssel, die betreuen viel weniger Patienten, die haben viel mehr Zeit, wenn die Mhm. Schwestern oder Pfleger sehen, dir geht es gerade nicht gut und du bist traurig, dann haben die Zeit, sich mal kurz hinzusetzen. Und es tut unheimlich gut. Wow. Ja, das klingt so, als müsste jedes Krankenhaus so sein und nicht nur erst die Palliativstation, ja. Also es ist tatsächlich, du machst dir natürlich Gedanken darum, um was mit dem Tod ist, ne? Mhm. Ich hatte am Anfang fürchterliche Angst, dass ich ersticke. Ich dachte, sterben heißt ersticken. Und Okay. das ist nicht so. Also ich wurde dann genauestens drüber, mich hat es auch einfach interessiert, wie es funktioniert und wie der Sterbeprozess ist und was Mhm. am Schluss passiert und solche Sachen. Und da konnten mir viele Fragen sehr ehrlich und sehr offen beantwortet werden von Menschen, die das ganz oft mitgemacht haben, weil das zu ihrem Alltag gehört, die Sterbebegleitung. Und Ja. das hat mich unheimlich entspannt. Auch, dass ich Dinge geregelt habe, die mir wichtig sind, helfen mir irgendwann mal entspannt sterben zu können. Und Mhm. ich finde Sterben nicht mehr schlimm. Ich meine, wir müssen da alle durch, ne? Mhm. Auch wenn es immer keiner glauben will und alle, solange es ihnen gut geht, denken, sie leben für immer und ewig. Das ist nicht so. Irgendwann stirbt jeder. Hm, wir sollten mal mit dem Tabu drum herumbrechen, weil viele wollen gar nicht erst drüber sprechen. Ja. Ja, unbedingt müssen wir darüber sprechen. Gerade ja, wenn man chronisch krank ist und immer wieder diese Schmerzanfälle hat. Für mich das erste, nachdem ich das überwunden hatte, diese Schmerzanfälle, die so stark waren, dass ich zum Teil in Ohnmacht gefallen bin und immer wieder Todesangst hatte. Ich hatte immer Angst vor dem Sterben. Da in diesen heilsamen Prozess reinzukommen. Ich habe dann auch eine Traumatherapie gemacht und viel darüber gesprochen. Ähm, und diese Ängste zu überwinden, das ist auch wieder so genesungsfördernd. Du hast gesagt, du hast den Weg gewählt, dass du nachgefragt hast, dass du gesagt hast, ja, wie sieht Sterben aus? Wie ist denn das? Wie geht das vonstatten? Wie würdest du das jetzt beschreiben? Was hast du da zusammenfassend gelernt über Sterben? Ich habe gelernt, dass Sterben nicht qualvoll sein muss, dass wir mit der modernen Medizin Möglichkeiten haben, für den Menschen das zu erleichtern und den Weg friedlich zu gestalten. Und Hm. mir haben die Schwestern zum Beispiel auch gesagt, dass die allermeisten Menschen ganz zum Schluss unheimlich friedlich sind und einen friedlichen Ausdruck im Gesicht haben. Also die wirken nicht unglücklich in dem Moment. Ich meine, es weiß ja keiner, was danach kommt. Vielleicht ist das danach noch viel cooler. Das kann... Ja, Und deswegen sind die so happy, weil die es gerade gesehen haben. Dann machen sie die Augen zu. So stelle ich mir ja, das vor. ja, Und ja, ich halte es einfach für mich so fest. ja, ich auch. Ich hatte einmal eine Nahtoderfahrung bei einem Schmerzanfall. Da weiß man ja nicht genau, ist es, weil man zu wenig Sauerstoff im Hirn hatte. Aber ich nehme es wirklich von der spirituellen Sichtweise. Und so wie viele das beschreiben bei der Nahtoderfahrung, habe ich nicht im Raum gesehen. Also ich wollte meinen Kindern vorlesen, die Gute Nachtsgeschichte. Und sie kamen ins Wohnzimmer und ich hatte das Buch schon ready. Und dann überkam ich wieder diese Schmerzwelle. Und dieses Mal so stark, dass ich halt in Ohnmacht gefallen bin. Mein Mann hat dann eine Freundin angerufen von uns, die ist Heilpraktikerin. Und das war so unsere erste Adresse, wenn wir Fragen hatten, bevor wir irgendwie, ja, weil wir schon so oft das Krankenwagen gerufen hatten, also wollten wir das nicht. Und dann ja, war ich von oben. Und ich habe gesehen, wie Jonas den Anruf macht, wie die Kinder bei mir sind und mich streicheln. Mama, dir geht's schon gut. Und es war die pure Erlösung. Ich war so erleichtert und es zog mich so nach oben und ich dachte, geil. Und dann der zweite Gedanke war so, nein, nein, ich muss bei meinen Kindern sein. Und dann bin ich so schnell wieder aufgewacht und war zurück im Schmerz. Aber seitdem denke ich so, nee, es ist gut. Es ist ungewiss, wir wissen es nicht, aber es kann nicht so schlimm sein. Das glaube ich.
Und das nimmt auch viel Angst. Also ich glaube, wenn man sich das so festhält, dann hat man auch nicht die Sorge, wie schlimm es ist, weil ich meine, wenn du etwas Schönes erlebst, dann freust du dich auch drauf. Mhm. Und Mhm. es ist jetzt nicht so, dass ich mich darauf freue zu sterben, aber ich habe keine Angst davor. Ja, ja, ja. Und das ist ja so befreiend, oder? Das ist so Ja, das befreiend. macht auch viel. Also was mir auch gesagt wurde, war, wenn es Dinge gibt, die ich regeln habe oder zu regeln habe oder noch besprechen muss oder so, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, damit ich quasi irgendwann kein hätte am Sterbebett habe und Mhm. ganz viel Ruhe und Entspannung. Und deswegen war auch für mich so wichtig, nach Indonesien zu reisen, weil das halt mein Herzenswunsch war. Und deswegen habe ich alle möglichen Dinge gemacht, die mir wichtig waren. Und damit ich irgendwann, dass es okay ist. Und das kann ich auch wirklich jedem raten, dass man so leben soll, dass es okay ist. Ja, ja. Was sind jetzt noch ja, deine Indonesien-Reisen oder was sind noch deine Visionen, wo du sagst, das belebt mich, das hält mich am Leben? Also Reisen ist ja im Moment nicht so mega, aber es sind noch andere Sachen, wo du sagst, die genießt du jetzt? Naja, ich versuche halt jetzt so das Schöne im Kleinen zu finden tatsächlich. Also ich gehe viel raus, ich gehe viel wandern. Also ich bin grundsätzlich sehr gerne in der Natur und es tut mir Mhm. wirklich gut. Und ich gehe ganz gerne klettern. Also ich würde vielleicht gerne mal eine Meerseillänge klettern. Das wäre nochmal eine Herausforderung, eine sportliche. Dann habe ich so einige Reiseziele trotzdem noch auf dem Zettel stehen. Also irgendwann würde ich unheimlich gerne mal nach Patagonien reisen. Aber deswegen muss ich noch sehr lange hier bleiben, weil im Moment kann ich nicht. Ja, Und ja, aber so bin ich aktuell tatsächlich gerade sehr, sehr zufrieden. ja, schön. Ja, bleib uns noch länger erhalten. Deine Arbeit ist ja auch so unendlich kostbar, was du ja geschaffen hast, einfach auch diesen Mut zu zeigen, rauszugehen und zu sagen, ja, ich habe diese Erkrankung und ich spreche darüber. Wie war so der erste Schritt, damit in die Öffentlichkeit zu gehen? Ich kann mir vorstellen, dass man das nicht einfach so macht. Ich habe es auf der Palliativstation angefangen und Ja. wollte meine Geschichte erzählen, weil ich finde, dass Krebs nicht immer nur junge Menschen trifft, also nicht nur alte Menschen trifft Mhm. und vor allen Dingen auch nicht immer nur die anderen. Und ich wollte es einfach hinausschreien und ich wollte, dass die Leute zur Darmkrebsvorsorge gehen, damit ihnen nicht das Gleiche passiert wie mir. Am Anfang habe ich mich tatsächlich nicht getraut, mein Gesicht zu zeigen. Also ich habe alle meine Bilder am Anfang so gemacht, damit man mich nicht sieht, weil ich Angst gehabt habe, falls ich doch noch irgendwie die Kurve kriege und zurück ins Berufsleben gehe, dass mir das nicht nachteilig ausgelegt wird. Mhm. Von Mhm. wegen, ja, sie ist nicht belastbar oder sowas. Ganz im Gegenteil, ich bin fürchterlich belastbar, weil ich habe nämlich so viel erlebt, dass mich ein bisschen Stress nicht mehr so nass macht. Ne? Aber Ja. halt nicht in den Köpfen. Deswegen habe ich am Anfang, wollte ich das nicht. Und Mhm. irgendwann kam der Punkt, da habe ich mir gedacht, come on, es gehört zu mir. Und wenn Mhm. jemand mich damit nicht mag, dann passt er auch nicht in mein Leben. Und Ja. dann habe ich mein Gesicht gezeigt und dann hat es irgendwie so eine Eigendynamik aufgenommen. Also am Anfang habe ich hauptsächlich gebloggt, damit die Menschen, die auch wissen, wer ich bin, wissen, wie es mir geht und Mhm. auf Laufenden gehalten sind. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass das mein Umgang damit anscheinend ein bisschen Mut macht und Mhm. dann habe ich halt immer weitergemacht. Einerseits tut es mir sehr gut und heilt mich, weil ich meine Gedanken einfach rauslassen kann und andererseits helfe ich aber auch. Und wenn dann das Ja. Feedback wieder zurückkommt, du hast mir sehr gut geholfen oder wir haben die Therapie gefunden oder dein Umgang damit hat mir so viel Mut gemacht, dann Mhm. tut mir das natürlich auch gut. Ja. Und so ist es halt ein Kreis, der sich schließt. Mhm. Ja, das ist ein wundervoller Kreis, der sich schließt. Weißt du, ich denke, die allerwichtigste Arbeit ist, wenn es um chronische Erkrankungen geht, ist die Hoffnung. Dass wir einfach Hoffnungsträger werden und sagen, hey,
da gibt es noch so viel Schönes im Leben. Und das machst du so wunderbar mit deiner Arbeit. Wirklich vielen, vielen Dank. Danke, dass du angefangen hattest, dass du den Mut hattest, Gesicht zu zeigen und ja, jetzt einfach dran bleibst. Jetzt noch eine Frage. Was würdest du jemandem als Ermutigung sagen, der jetzt gerade noch völlig in der Angst ist und im Schmerz drin? Wir kennen alle dieses dunkle Tal. Nachher geht es wieder hoch auf den Gipfel, da ist es schöner, aber dieses dunkle Tal, wo man einfach denkt, okay, ich kann nicht mehr und vielleicht will ich auch nicht mehr. Was könntest du damit geben? Ich finde tatsächlich, die Ängste zuzulassen, ist okay und es ist wichtig. Und jeder muss durch das Tal. Aber wichtig ist halt, dass du einfach nicht stehen bleibst und dass du immer, immer, immer weiter gehst. Und dass du halt versuchst auf dem Weg, ich nenne es immer Lichtlein zu zünden. Ja, dass du irgendetwas Schönes machst oder dass du, es gibt immer irgendetwas Schönes, das man machen kann, egal wie schlecht es einem geht, du kannst dir einen schönen Moment schaffen. Und wenn du in der Gartenliege liegst und dir die Sonne auf die Nase scheinen lässt, und das musst du dir bewahren und dir ganz viele kleine Lichtlein auf dem Weg zünden. Und dann geht es da auch wieder raus aus dem Tunnel. Wunderschön gesagt. Vielen, vielen herzlichen Dank, Susanna. Jetzt schaue ich mal, was noch für Fragen reingekommen sind. Also eine Frage war, hattest du dann früher oft Durchfall? Ich denke, sie war nicht von Anfang an dabei. Ja, also tatsächlich ist es bei mir bis heute auch so. Also es hat, mein Zustand von meinem Crohn zum Beispiel ist nie stabil geworden. Also ich habe eigentlich nur Durchfälle. Aber ich habe das so weit im Griff, dass es für mich ganz gut ist mittlerweile. Genau, also da hast du schon jemanden ermutigt, sich testen zu lassen. Sehr gut. Da war noch eine Frage, darf man sie anschreiben? Na klar. Und sehr gerne mit du, dann fühle ich mich nicht so alt. Ja. Ja, genau. Also sonst kamen gar keine Fragen mehr rein. Okay. Wie geht es dir denn jetzt? Kommt nochmal die Frage. Gut, tatsächlich. Also grundsätzlich bin ich wirklich stabil und ich kann dank meiner Therapie viele, viele schöne Dinge machen. Und ich habe natürlich Nebenwirkungen, weil das sind keine Smarties, ne? Aber die sind deutlich besser in den Griff zu kriegen und zu handeln. Und die nehme ich liebend gerne in Kauf, weil das, was ich dafür bekomme, unendlich viel Mehrwert ist. Und weiß das sehr zu schätzen. Also ja, mir geht es gerade ganz gut. Ich finde das eine gute Aussage. Es sind ja keine Smarties, die ich nehme. Ja, die sind halt auch nicht gut. Aber okay. Ja. Genau, ja, das Live-Video könnt ihr natürlich später auch anschauen. Und deine Mama schreibt auch gerade, meine liebe Tochter, du bist so ehrlich. Ja. Einen Crashkurs gekriegt, wie das funktioniert, wo man das sehen kann. Und anscheinend hat es geklappt, das freut mich. Ganz liebe Grüße an die Mama. Du hast wirklich eine wundervolle Tochter. Mega. So süß. Ja, liebe Susanna, vielen, vielen Dank für diesen ehrlichen und auch hoffnungsbringenden Austausch. Ich kann auch selber einfach so viel mitnehmen von deiner Resilienz, die ganz tief verwurzelt ist in dieser Freude, im Alltäglichen, im Kleinen. Also vielen, vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Input heute Abend. Und vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. So gerne. Und ich wünsche dir weiterhin das Allerbeste. Dankeschön. Wünsche ich dir auch. Danke. Wir sehen uns weiterhin. Genau. Und vielen Dank an alle, die dabei waren. Und ihr seht ja, also ihr könnt die Susanna anschreiben und ihr folgen und da einfach ja, ihre Frohnatur mitnehmen.
Alles Gute, schönen Abend euch. Ja, Tschüss. auch. Tschüss. Ciao.